Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute hier bist. Die nächste Zeit gehört nur dir und deinem Deutsch. Du musst heute keine Prüfung machen. Du musst keine langen Regeln auswendig lernen. Du musst auch nicht jedes Wort sofort verstehen. Du kannst einfach zuhören. Du kannst langsam lesen. Du kannst leise mitsprechen, wenn du möchtest. Du kannst einzelne Sätze wiederholen. Du kannst aber auch einfach ruhig bleiben und die deutsche Sprache hören. Es gibt keinen Druck. Wenn du ein Wort nicht verstehst, ist das völlig in Ordnung. Höre einfach weiter. Viele wichtige Wörter kommen später noch einmal. Manche Wörter hörst du heute 2, 3 oder 4 Mal. Das ist Absicht. Durch Wiederholung werden neue Wörter vertrauter. Bekannte Wörter geben dir Sicherheit. Und wenn du dich sicherer fühlst, kannst du leichter verstehen und später auch leichter sprechen. Heute sprechen wir über ein wichtiges Thema für Menschen, die neu in Deutschland sind. Wir sprechen über die Bewerbung. Wir sprechen über den Lebenslauf. Wir sprechen über das Anschreiben. Wir sprechen über das Bewerbungsfoto. Wir sprechen über Daten im Lebenslauf. Wir sprechen über Zeugnisse. Wir sprechen über die Reihenfolge der Dokumente. Und wir sprechen darüber, wie eine Bewerbung in Deutschland klar und professionell aussehen kann. Vielleicht bist du erst seit kurzer Zeit in Deutschland. Du suchst eine Arbeit. Du findest eine interessante Stellenanzeige. Die Stelle passt gut zu deiner Erfahrung. Du bereitest deine Bewerbung vor. Du schickst deinen Lebenslauf. Du schickst dein Anschreiben. Dann wartest du. Nach einigen Tagen bekommst du eine kurze Nachricht. Vielen Dank für Ihre Bewerbung. Leider können wir Sie im weiteren Auswahlprozess nicht berücksichtigen. Aber du bist enttäuscht. Du fragst dich, warum wurde ich nicht eingeladen? War mein Deutsch nicht gut genug? War mein Lebenslauf falsch? Hat ein Dokument gefehlt? Brauche ich in Deutschland ein Bewerbungsfoto? Muss ich bei jeder Arbeitsstelle Monat und Jahr schreiben? Muss ich meinen Lebenslauf unterschreiben? Wie lang darf der Lebenslauf sein? Welche Reihenfolge ist richtig? Kann ich eine Vorlage benutzen? Diese Fragen sind normal. Eine Absage bedeutet nicht automatisch, dass deine Bewerbung schlecht war. Vielleicht gab es viele andere Bewerber. Vielleicht hatte eine andere Person mehr Erfahrung. Vielleicht wurde die Stelle intern vergeben. Vielleicht passte ein bestimmtes Detail nicht. Oft erklärt ein Unternehmen den genauen Grund nicht. Aber du kannst deine Unterlagen trotzdem prüfen und verbessern. Vielleicht ist dein Lebenslauf schwer zu lesen. Vielleicht fehlen bei deinen beruflichen Stationen die Monate und Jahre. Vielleicht sind verschiedene Schriftarten im Dokument. Vielleicht ist die E-Mail-Adresse nicht professionell. Vielleicht fehlen Zeugnisse. Vielleicht steht im Anschreiben der Name eines anderen Unternehmens. Vielleicht benutzt du ein Bewerbungsformat aus deinem Heimatland, das in Deutschland ungewohnt wirkt. Oder vielleicht ist alles in Ordnung, aber du hast einfach noch nicht die passende Stelle gefunden. Heute lernst du, wie du deine Bewerbung Schritt für Schritt verbessern kannst. Du lernst auch wichtige Sätze. Hiermit bewerbe ich mich um die ausgeschriebene Stelle. Meinen Lebenslauf und meine Zeugnisse finden Sie im Anhang. Ich verfüge über 3 Jahre Berufserfahrung. Von März 2022 bis Mai 2025 arbeitete ich als Gern stelle ich mich Ihnen persönlich vor.
Ich freue mich über eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch. Du musst diese Sätze nicht sofort perfekt benutzen. Mach es dir jetzt bequem. Stell dir vor, du sitzt an deinem Schreibtisch. Vor dir steht dein Laptop. Du hast eine neue Stellenanzeige geöffnet. In deinem Heimatland hast du bereits gearbeitet. Du siehst viele neue Wörter. Am Anfang wirken diese Wörter kompliziert, aber langsam werden sie bekannter. Du findest eine Stelle als Büroassistentin. Die Aufgaben passen gut zu dir. Du hast schon 3 Jahre in einem Büro gearbeitet. Du sprichst Englisch und etwas Deutsch. Du denkst, diese Stelle passt zu mir. Du klickst auf Jetzt bewerben. Das Unternehmen möchte einen Lebenslauf, ein Anschreiben und relevante Zeugnisse. In deinem Lebenslauf stehen zwar die Arbeitsstellen, aber keine Monate und Jahre. Man kann deshalb nicht sehen, wie lange du an den einzelnen Stellen gearbeitet hast. Du denkst, die Firmen sehen doch meine Erfahrung. Aber für eine Personalabteilung ist die Zeit sehr wichtig. Dein beruflicher Weg heißt auch beruflicher Werdegang. Ein klarer Lebenslauf zeigt, wo hast du gearbeitet, was hast du gemacht und von wann bis wann. Eine Woche später kommt eine E-Mail. Sehr geehrte Frau Brown, vielen Dank für Ihre Bewerbung. Leider können wir Sie im weiteren Auswahlverfahren nicht berücksichtigen. Wir wünschen Ihnen für Ihre berufliche Zukunft alles Gute. Du liest die Nachricht 2-mal. Du denkst, meine Erfahrung passt doch. Aber die Nachricht nennt keinen genauen Grund. Vielleicht lag es nicht am Lebenslauf. Vielleicht gab es 50 Bewerbungen. Vielleicht hatte eine Person mehr Erfahrung. Vielleicht war das Deutschniveau für die Stelle besonders wichtig. Du kannst den Grund nicht sicher wissen. Trotzdem entscheidest du, vor der nächsten Bewerbung lasse ich meine Unterlagen prüfen. Du fragst sie, kannst du meinen Lebenslauf ansehen? Anna sagt, ja, gern. Ihr trefft euch in einem Café. Du öffnest deinen Lebenslauf auf dem Laptop. Anna liest die erste Seite. Sie sagt, deine Erfahrung ist gut. Aber die Personalabteilung kann nicht sehen, wann du wo gearbeitet hast. Du fragst, was fehlt? Anna zeigt auf deine Arbeitsstellen. Hier brauchst du Monat und Jahr. Sie schreibt ein Beispiel. 3 durch 2022, 5 durch 2025, Büroassistentin, City Office, Madrid. Du siehst, März 2022 bis Mai 2025. Jetzt ist klar, du hast mehr als 3 Jahre dort gearbeitet. Anna sagt, normalerweise beginnt man mit der neuesten Station. So. Diese Reihenfolge nennt man antichronologisch. Die neueste Station steht zuerst. Die Idee ist einfach. Er zeigt deine wichtigsten Erfahrungen. Die Informationen stehen in klaren Abschnitten und Zeilen. Ein Lebenslauf ist kein langer Aufsatz. Du musst nicht deine ganze Lebensgeschichte erzählen. Du zeigst die Informationen, die für die Stelle wichtig sind. Ein Lebenslauf kann diese Abschnitte haben: persönliche Daten, Berufserfahrung, Ausbildung, Weiterbildungen, Sprachen, Kenntnisse und eventuell Ehrenamt oder Interessen. Am Ende können Ort, Datum und eventuell eine Unterschrift stehen. Nicht jede Person braucht alle Abschnitte.
Ein Schüler hat noch wenig Berufserfahrung. Eine erfahrene Mitarbeiterin muss nicht jede Schulklasse einzeln nennen. Der Lebenslauf wird an die eigene Situation angepasst. Oben im Lebenslauf steht dein Name. Zum Beispiel Emma Brown. Dann stehen deine Kontaktdaten. Du schreibst Emma Brown, Gartenstraße 15, 1, 2, 3, 4, 5, Berlin. Telefon 0, 1, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E-Mail Emma Brown@email. Deine E-Mail-Adresse sollte professionell sein. Eine professionelle Adresse enthält am besten deinen Namen. Zum Beispiel Emma Brown@email. Eine Adresse wie Partymaus 1999 wirkt für eine Bewerbung weniger professionell. Dann findest du wichtige Nachrichten schneller. Vielleicht kommt eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. Welche persönlichen Daten sind nötig? Dein Name und deine Kontaktmöglichkeiten sind wichtig. Auch Geburtsort, Familienstand, Religion oder die Namen deiner Eltern sind normalerweise nicht nötig. Manche älteren deutschen Lebenslaufmuster enthalten viele persönliche Angaben. Moderne Bewerbungen sind oft kürzer. Du solltest keine unnötigen privaten Informationen eintragen. Wichtig ist, nenne nur Daten, die für die Bewerbung nötig und sinnvoll sind. Wenn du unsicher bist, schaust du aktuelle Muster an. Anna fragt, möchtest du ein Bewerbungsfoto benutzen? Du sagst, ich dachte, ein Foto ist in Deutschland Pflicht. Komm. Anna antwortet, nein, ein Bewerbungsfoto ist keine Pflicht. Du kannst es benutzen, aber du musst es nicht. Deshalb solltest du die Stellenanzeige lesen. Steht dort, bitte, bewerben Sie sich ohne Foto? Dann sendest du kein Foto. Steht dort nichts? Dann kannst du selbst entscheiden. Entscheidend sind deine Ausbildung, Erfahrung und Fähigkeiten. Wenn du kein aktuelles professionelles Foto hast, ist kein Foto oft besser als ein schlechtes Foto. Dann nutzt du den Platz für deine Kontaktdaten und deine wichtigsten Kenntnisse. Es passt zu einer Bewerbung und zur gewünschten Stelle. Du schaust freundlich und natürlich. Du kannst vorher sagen, für welche Art von Stelle du dich bewirbst. Wo kommt das Foto hin? Es hängt vom Design ab. Dort können Kontaktdaten, ein kurzes Profil und optional das Bewerbungsfoto stehen. Klarheit ist wichtiger als Dekoration. Wenn deine Haare oder dein Aussehen heute ganz anders sind, kann das alte Foto unpassend wirken. Du schreibst deine aktuelle oder letzte Stelle zuerst. Zum Beispiel 3/2022, 5/2025, Büroassistentin, City Office GmbH, Madrid. Darunter kannst du 2 bis 4 Aufgaben schreiben. Organisation von Terminen, Bearbeitung von E-Mails, Vorbereitung von Rechnungen, Unterstützung des Teams. Die Personalabteilung sieht schnell, was hast du gemacht? Welche Erfahrung bringst du mit? Bei jeder beruflichen Station schreibst du normalerweise den Zeitraum.
Zum Beispiel 3 durch 2022, 5 durch 2025 oder ausgeschrieben März 2022 bis Mai 2025. Monat und Jahr sind oft besser, weil sie genauer sind. 2018, 2020 kann fast 3 Jahre bedeuten oder etwas mehr als ein Jahr. Vielleicht hast du im Dezember 2018 begonnen und im Januar 2020 aufgehört. Du benutzt überall dasselbe Format. Nicht einmal März 2022 bis Mai 2025 und später 6 durch 2025 heute mischen. Wähle eine Form und bleibe dabei. Zum Beispiel 3 durch 2022, 5 durch 2025 und 6 durch 2025, heute, bis heute. Du arbeitest noch in deiner aktuellen Stelle. Dann kannst du 6 durch 2025 heute schreiben. Oder ausgeschrieben Juni 2025 bis heute. Im antichronologischen Lebenslauf steht diese Stelle ganz oben. Zum Beispiel 6 durch 2025. Heute Servicekraft, Restaurant am Markt, Berlin. Betreuung der Gäste, Aufnahme von Bestellungen. Zusammenarbeit mit dem Küchenteam. Das Wort heute zeigt, dass du dort noch arbeitest. Du fragst dich, muss ich jede Stelle nennen? Relevant bedeutet, die Erfahrung passt zur gewünschten Arbeit. Aber große Zeiträume sollten nicht einfach verschwinden. Du kannst ähnliche kurze Tätigkeiten manchmal zusammenfassen. Zum Beispiel 2021, 2022. Verschiedene Tätigkeiten in Gastronomie und Kundenservice. Dann nennst du einige wichtige Aufgaben. Eine Lücke ist ein Zeitraum ohne sichtbare Information. Zum Beispiel, von Januar bis August 2024 ist keine Station eingetragen. Eine Lücke ist nicht automatisch schlecht. Vielleicht bist du nach Deutschland umgezogen. Oder 4 durch 2023, 12 durch 2023. Berufliche Neuorientierung und Weiterbildung. Du brauchst keine lange private Erklärung. Du warst einige Monate ohne Arbeit. Du kannst schreiben 4 durch 2024, 8 durch 2024. Arbeitssuche und Deutschkurs, Beins. Oder 4 durch 2024, 8 durch 2024 Familienzeit oder Pflege eines Angehörigen, wenn du das nennen möchtest. Du musst dich nicht schämen. Viele Menschen haben Zeiten ohne Beschäftigung. Wichtig ist, dass der Lebenslauf nachvollziehbar bleibt. Ehrlichkeit ist wichtig. Du kannst diesen Zeitraum im Lebenslauf nennen. Zum Beispiel 1 durch 2025, 4 durch 2025. Umzug nach Deutschland, Anmeldung und berufliche Orientierung. Oder 1 durch 2025, 4 durch 2025. Intensivsprachkurs Deutsch und Vorbereitung auf den deutschen Arbeitsmarkt. Das zeigt, du hast die Zeit aktiv genutzt. Auch hier schreibst du Monat und Jahr.
Zum Beispiel 9 durch 2017, 6 durch 2020. Ausbildung zur Bürokauffrau, Berufsschule Madrid oder 10 durch 2016, 9 durch 2020. Bachelorstudium, Betriebswirtschaft, Universität Barcelona. Abschluss, Bachelor of Arts. Wenn dein Abschluss im Ausland gemacht wurde, kannst du die offizielle Bezeichnung nennen. Zum Beispiel Bachelor in Business Administration, vergleichbar mit Betriebswirtschaft. Aber schreibe nicht selbst, dass ein Abschluss offiziell anerkannt ist, wenn du keine Bestätigung hast. Für einige Berufe ist eine Anerkennung wichtig. Wenn du einen Anerkennungsbescheid hast, kannst du ihn nennen. Zum Beispiel 2025 Anerkennung des ausländischen Berufsabschlusses in Deutschland. Du kannst den Bescheid als Anlage hinzufügen, wenn er für die Stelle wichtig ist. Wenn das Verfahren noch läuft, kannst du schreiben: Anerkennungsverfahren seit März 2026 laufend. Aber nur, wenn das wirklich stimmt. Du kannst den höchsten relevanten Schulabschluss nennen. Zum Beispiel 9 durch 2008, 6 durch 2016. Sekundarschule San Martín, Madrid. Abschluss: allgemeine Hochschulreife. Wenn du gerade die Schule beendet hast, ist dieser Abschnitt wichtiger. Dann kannst du relevante Schulfächer, Projekte oder Praktika nennen. Je mehr Berufserfahrung du hast, desto weniger Platz braucht die Schulzeit. Eine Weiterbildung ist ein Kurs nach Schule oder Ausbildung. Zum Beispiel ein Sprachkurs, ein Computerkurs oder eine berufliche Schulung. Du schreibst 2 durch 2025, 5 durch 2025. Deutschkurs Bains, Sprachschule Berlin oder Sprachen sind für internationale Bewerber wichtig. Du schreibst ehrlich, wie gut du eine Sprache sprichst. Zum Beispiel Spanisch, Muttersprache, Englisch, sehr gute Kenntnisse, Deutsch, B1, Französisch, Grundkenntnisse. Wenn du ein offizielles Zertifikat hast, kannst du das Niveau nennen. Zum Beispiel Deutsch, B1, Goethe-Zertifikat. Wenn du kein Zertifikat hast, kannst du trotzdem eine realistische Beschreibung geben. Schreibe nicht fließend, wenn du nur einfache Gespräche führen kannst. Im Vorstellungsgespräch wird deine Sprache schnell sichtbar. Was bedeutet Muttersprache? Manchmal spricht eine Person 2 Muttersprachen. Dann kannst du beide nennen. Sehr gute Kenntnisse bedeutet, du kannst die Sprache in vielen Situationen sicher benutzen. Gute Kenntnisse bedeutet, du kannst viele Gespräche führen und Texte verstehen. Grundkenntnisse bedeutet, du verstehst und sprichst einfache Sätze. Die Angaben sollten ehrlich sein. Zum Beispiel SAP, Grundkenntnisse. Canva, gute Kenntnisse. Du musst nicht jedes Programm nennen, das du einmal geöffnet hast. Nenne Programme, die du wirklich benutzen kannst. Wenn du ein bestimmtes Programm in der Stellenanzeige siehst und Erfahrung damit hast, solltest du es nennen. Dann kannst du schreiben. Du kannst schreiben: Führerschein Klasse B, in Deutschland gültig. Aber nur, wenn das stimmt.
Wenn der Führerschein für die Stelle nicht wichtig ist, muss er nicht unbedingt im Lebenslauf stehen. Zum Beispiel, du solltest nicht eine sehr lange Liste schreiben. Aber Hobbys sind nicht wichtiger als Berufserfahrung und Qualifikation. Wenn der Lebenslauf schon sehr lang ist, kannst du diesen Abschnitt weglassen. Du arbeitest freiwillig für eine Organisation oder Gemeinschaft. Vielleicht hilfst du in einem Verein. Vielleicht unterstützt du neue Migranten. Vielleicht arbeitest du bei einer sozialen Organisation mit. Du kannst schreiben. Ein Ehrenamt kann besonders hilfreich sein, wenn du noch wenig Berufserfahrung in Deutschland hast. Die Länge des Lebenslaufs. Eine Person mit sehr langer Berufserfahrung kann mehr brauchen. Aber jede Information sollte einen Zweck haben. Frage dich, hilft diese Information dem Arbeitgeber? Passt sie zur Stelle? Ist sie wichtig? Eine Seite oder 2 Seiten? Du hast erst wenig Erfahrung. Dann reicht vielleicht eine Seite. Du hast mehrere Arbeitsstellen, ein Studium, Sprachkenntnisse und Weiterbildungen. Dann sind 2 Seiten normal. Zu viele Informationen auf wenig Platz setzen. Zum Beispiel 10 bis 12 Punkte, abhängig von der Schriftart. Lesbarkeit ist wichtig. Wichtig. Benutze eine einfache und professionelle Schriftart. Zum Beispiel Arial, Calibri oder Aptos. Andere klare Schriftarten sind ebenfalls möglich. Benutze möglichst dieselbe Schriftart im Lebenslauf und Anschreiben. Du kannst Überschriften etwas größer machen. Zum Beispiel 13 oder 14 Punkt bei 10 bis 12 Punkt im Fließtext. Ein Lebenslauf muss nicht nur schwarz und weiß sein. Du kannst eine dezente Farbe benutzen. Dezent bedeutet ruhig und nicht zu stark. Zum Beispiel für Überschriften oder Linien. Benutze nicht 5 verschiedene Farben. Die Gestaltung sollte zur Stelle und zu dir passen. Das Datum im Lebenslauf. Am Ende des Lebenslaufs kann außerdem der aktuelle Ort und das aktuelle Datum stehen. Zum Beispiel Berlin, 16. Juni 2026. Eine Unterschrift ist bei digitalen Lebensläufen nicht zwingend, aber in Deutschland noch häufig zu sehen. Wichtig ist besonders: alle Angaben müssen aktuell sein. Wichtiger als die Unterschrift ist: du solltest keine falschen Angaben machen. Du solltest keine falschen Angaben machen. Es erklärt: warum bewirbst du dich? Warum passt du zur Stelle? Welche Erfahrung ist besonders wichtig? Was kannst du für das Unternehmen tun? Was hast du gemacht? Im Anschreiben erklärst du: warum ist diese Erfahrung für die neue Stelle wichtig? Dann die Adresse des Unternehmens. Zum Beispiel City Office GmbH, Personalabteilung, Frau Julia Schneider, Marktstraße 20 10115 Berlin. Dann stehen Ort und Datum. Danach kommt der Betreff. Zum Beispiel oder genauer. Wenn du den Namen der Kontaktperson kennst, benutzt du ihn. Heute
Sehr geehrte Frau Schneider oder sehr geehrter Herr Müller. Wenn kein Name steht, kannst du schreiben: Sehr geehrte Damen und Herren, prüfe die Schreibweise des Namens genau. Ein falscher Name wirkt unaufmerksam. Viele Bewerbungen beginnen mit: Hiermit bewerbe ich mich um die ausgeschriebene Stelle. Aber du kannst auch etwas persönlicher beginnen. Zum Beispiel: Mit großem Interesse habe ich Ihre Stellenanzeige für eine Büroassistentin gelesen. Oder auf einfachem Niveau: Ihre Stelle als Büroassistentin interessiert mich sehr, weil ich bereits 3 Jahre in diesem Bereich gearbeitet habe. Der Arbeitgeber soll sofort wissen, für welche Stelle bewirbst du dich? Warum ist die Stelle interessant? Von März 2022 bis Mai 2025 arbeitete ich als Büroassistentin bei City Office in Madrid. Dort organisierte ich Termine, beantwortete E-Mails und unterstützte das Team bei administrativen Aufgaben. Diese Erfahrungen möchte ich nun in Ihrem Unternehmen einsetzen. Du möchtest deine Kenntnisse bei der neuen Arbeit benutzen. Du brauchst keine komplizierten Wörter. Konkrete Beispiele sind wichtig. Zum Beispiel: Aber schreibe nicht nur: Ich bin motiviert, freundlich, flexibel, kreativ und perfekt. Gib, wenn möglich, ein kleines Beispiel. In meiner letzten Stelle organisierte ich täglich Termine für ein Team von 10 Personen. Das zeigt deine Organisation besser. Du bist neu in Deutschland und lernst noch Deutsch. Du kannst ehrlich schreiben. Zurzeit besuche ich einen Deutschkurs auf dem Niveau B1. Oder: Meine Deutschkenntnisse liegen derzeit auf dem Niveau A2. Ich lerne täglich weiter. Du kannst auch deine anderen Sprachen nennen, wenn sie für die Stelle hilfreich sind. Neben Spanisch als Muttersprache spreche ich sehr gut Englisch. Du musst dein Deutschniveau nicht verstecken. Aber du solltest zeigen, dass du aktiv lernst. Am Ende schreibst du: Gern überzeuge ich Sie in einem persönlichen Gespräch von meiner Motivation. Oder einfacher: Ich freue mich über eine Einladung zu einem persönlichen Gespräch. Dann: Mit freundlichen Grüßen. Darunter steht dein Name oder deine Unterschrift. 6. Du kennst deine Fähigkeiten und sprichst positiv darüber. Bitte geben Sie mir unbedingt eine Chance. Du zeigst ruhig, warum du zur Stelle passt. Du solltest nicht genau dasselbe Anschreiben an 20 Unternehmen senden. Du kannst eine Grundvorlage haben, aber du passt wichtige Teile an. Warum dieses Unternehmen? Welche Erfahrung passt zu dieser Stelle? Wenn Organisation wichtig ist, nennst du deine Terminerfahrung. Wenn Excel wichtig ist, nennst du deine Excel-Kenntnisse. Anpassen bedeutet, du veränderst den Text passend zur Stelle. Du bewirbst dich bei Firma A, aber im Anschreiben steht: Ich möchte gern bei Firma B arbeiten. Was passiert, wenn du eine alte Vorlage nicht vollständig änderst? Dieser Fehler wirkt sehr unaufmerksam. Bevor du sendest, prüfst du. Du kannst den Namen des Unternehmens im Dokument suchen. Dann siehst du, ob irgendwo noch ein alter Name steht. Du musst nicht immer jedes Dokument deines Lebens senden. Wähle wichtige und relevante Zeugnisse. Bitte senden Sie vollständige Bewerbungsunterlagen.
Dann gehören meist Lebenslauf, Anschreiben und relevante Zeugnisse dazu. Beglaubigt bedeutet, eine autorisierte Stelle bestätigt, dass eine Kopie mit dem Original übereinstimmt. Bei ausländischen Dokumenten kannst du fragen: Benötigen Sie eine deutsche Übersetzung meiner Zeugnisse? Zum Beispiel kann das Unternehmen nur das letzte Arbeitszeugnis und den höchsten Abschluss verlangen. Du solltest die Hinweise des Unternehmens beachten. Vielleicht gibt es separate Felder. Du prüfst: Ist alles sichtbar? Sind alle Seiten da? Funktionieren die Zeichen? Ist das Foto scharf? Ist die Datei nicht zu groß? Eine Datei oder mehrere Dateien? Dann kombinierst du Anschreiben, Lebenslauf und Zeugnisse in einer gut geordneten PDF-Datei. Andere Portale haben einzelne Felder. Dann lädst du die Dokumente getrennt hoch. Wenn du eine Gesamtdatei sendest, kann die Reihenfolge sein: Anschreiben, Lebenslauf, Arbeitszeugnisse, Ausbildungsnachweise und weitere Zertifikate. Du brauchst nicht 10 leere Deckblätter zwischen den Dokumenten. Ein Dateiname sollte klar sein. Nicht Scan Neu Final 2. PDF. Besser. Bewerbung Emma Brown. PDF. Oder bei mehreren Dateien: Lebenslauf Emma Brown. PDF und Zeugnisse Emma Brown. PDF. Der Arbeitgeber kann die Dateien leicht zuordnen. Du sendest deine Bewerbung per E-Mail. Der Betreff kann sein: Bewerbung als Büroassistentin Emma Brown. Sehr geehrte Frau Schneider, anbei sende ich Ihnen meine Bewerbung als Büroassistentin. Meine Unterlagen finden Sie im Anhang. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen, Emma Brown. Dann prüfst du: Ist die richtige Datei angehängt? Du schreibst: Meine Unterlagen finden Sie im Anhang. Dann drückst du auf Senden. Hi. 5 Minuten später merkst du, du hast den Anhang vergessen. Das ist unangenehm, aber lösbar. Du sendest eine kurze zweite E-Mail. Sehr geehrte Frau Schneider, bitte entschuldigen Sie. In meiner vorherigen E-Mail fehlte der Anhang. Anbei sende ich Ihnen nun meine vollständigen Bewerbungsunterlagen. Emma Brown. Du musst keine lange Erklärung schreiben. Aber besser ist, vor dem Senden eine Checkliste benutzen. Du solltest die automatisch übernommenen Daten prüfen. Vielleicht wurde ein Datum falsch gelesen. Vielleicht steht deine Stadt im Feld für den Arbeitgeber. Korrigiere Fehler vor dem Senden. Zum Beispiel: Wenn du ohne Foto fortfahren kannst, ist das Foto optional. Du solltest diese Fragen vorbereiten. Dann kannst du vielleicht schreiben: Oder dann kannst du schreiben: Ab dem 1. September 2026. Versprich keinen Starttermin, den du nicht einhalten kannst. Das bedeutet: Wie viel Gehalt erwartest du? In Deutschland wird oft das Bruttojahresgehalt genannt. Brutto bedeutet vor Steuern und Sozialabgaben. Jahresgehalt bedeutet der gesamte Bruttobetrag für ein Jahr.
Du kannst schreiben: Meine Gehaltsvorstellung liegt bei 40.000 Euro brutto pro Jahr. Die Höhe hängt von Beruf, Erfahrung, Region, Arbeitszeit und Unternehmen ab. Du kannst auf Plattformen wie Kununu Informationen zu Gehältern und Unternehmen ansehen. Aber die Daten sind nur eine Orientierung. Du baust berufliche Kontakte auf. Xing bietet auch Hilfen und Vorlagen für Lebensläufe. Du kannst dir verschiedene Designs ansehen. Du solltest aber nicht einfach jede Information kopieren. Vielleicht ein professionelles Profilfoto. Du solltest die Daten im Xing-Profil und im Lebenslauf vergleichen. Im Profil steht zum Beispiel Büroassistentin seit Juni 2025. Im Lebenslauf sollte derselbe Zeitraum stehen. Die wichtigsten Angaben sollten zusammenpassen. Kleine Unterschiede in der Beschreibung sind möglich, aber Daten und Positionen sollten korrekt sein. Mitarbeitende und Bewerber können dort Erfahrungen teilen. Du kannst lesen: Wie wird ein Unternehmen bewertet? Wie läuft der Bewerbungsprozess? Welche Fragen gab es im Vorstellungsgespräch? Wie lange dauerte die Antwort? Welche Gehälter werden genannt? Eine einzelne Bewertung ist nicht immer vollständig oder objektiv. Eine Bewertung zeigt die Erfahrung einer Person. Aber mehrere Bewertungen können dir eine Orientierung geben. Du kannst dort Themen finden wie: Prüfe auch offizielle Hilfen, zum Beispiel von der Bundesagentur für Arbeit. So bekommst du ein besseres Bild. Ein Muster von früher kann viele Informationen enthalten, die heute nicht mehr nötig sind. Zum Beispiel können Hinweise zu Bewerbungsfotos, Datenschutz oder Dateiformaten veraltet sein. Prüfe das Datum des Artikels. Eine Webseite kann alt sein, obwohl sie noch online ist. Inhalt ist wichtiger als Dekoration. Ein sehr kompliziertes Design kann dabei Probleme machen. Zum Beispiel können viele Spalten, Grafiken oder Symbole von einer Bewerbungssoftware schlecht gelesen werden. Ein klarer Lebenslauf ist oft leichter zu lesen. Für Menschen und für Software. Benutze normale Überschriften wie Berufserfahrung, Ausbildung und Kenntnisse. Zum Beispiel steht in der Anzeige Terminorganisation. Dann solltest du dieselben oder ähnliche korrekte Wörter im Lebenslauf benutzen. Nicht einfach eine lange Liste kopieren. Aber zeige klar, dann vergleichst du jeden Punkt mit deinem Lebenslauf. Unter Ihre Aufgaben steht, was du machen sollst. Unter Ihr Profil steht, was du können sollst. Zum Beispiel sicherer Umgang mit MS Office. Du markierst, dann entscheidest du, ob eine Bewerbung sinnvoll ist. Nicht jede Anforderung muss perfekt passen. In einer Stellenanzeige stehen vielleicht 10 Anforderungen. Du erfüllst 7 oder 8. Du kannst dich trotzdem bewerben. Unternehmen beschreiben oft eine ideale Person. Wenn ein notwendiges Zertifikat fehlt, kann das wichtig sein. Wenn nur wünschenswert steht, ist es vielleicht kein Muss. Es wäre gut, aber nicht unbedingt notwendig. Du kannst im Anschreiben zeigen. In Stellenanzeigen stehen verschiedene Wörter. Erforderlich bedeutet zu. Voraussetzung bedeutet, du musst es normalerweise haben.
zwingend erforderlich bedeutet sehr wichtig und notwendig. Wünschenswert bedeutet von Vorteil bedeutet es hilft, ist aber nicht unbedingt Pflicht. Idealerweise bedeutet diese Unterschiede helfen dir bei der Entscheidung. Dann ist eine deutsche Bewerbung oft sinnvoll. Dann kann eine englische Bewerbung passend sein. Manchmal steht ausdrücklich Please submit your application in English. Dann bewirbst du dich auf Englisch. Wenn du unsicher bist, kannst du fragen, in welcher Sprache wünschen Sie die Bewerbungsunterlagen? Benutze nicht automatisch einen englischen Lebenslauf für jede deutsche Stelle. Die Formate können unterschiedlich sein. Ein englischer CV oder Resümee sieht oft anders aus als ein deutscher Lebenslauf. In manchen Ländern sind Fotos ungewöhnlich. Manche persönliche Daten werden nicht genannt. Die Zeitangaben für jede Station sind sehr wichtig. Wenn du deinen englischen CV übernimmst, musst du prüfen, sind die Daten klar? Sind deutsche Begriffe nötig? Versteht ein deutsches Unternehmen deine Abschlüsse? Ist die Struktur passend? Ergebnisse statt nur Aufgaben. In deinem Lebenslauf steht verantwortlich für Kunden. Du kannst konkreter schreiben, tägliche Betreuung von bis zu 30 Kunden. Oder Organisation von Terminen für ein Team mit 10 Mitarbeitenden. Oder Bearbeitung von ungefähr 50 E-Mails pro Tag. Benutze nur Zahlen, die ehrlich und realistisch sind. Konkrete Informationen zeigen deine Erfahrung. Aber bei 1a2 reicht auch eine klare, einfache Beschreibung. Zum Beispiel Organisation von Terminen oder Termine organisiert. Bleibe im ganzen Lebenslauf bei einem ähnlichen Stil. Ein Lebenslauf ist kein Roman. Vermeide lange Sätze mit vielen Nebensätzen. Statt während meiner Tätigkeit war ich unter anderem dafür verantwortlich, dass die Termine der verschiedenen Mitarbeiter koordiniert und entsprechend den jeweiligen Anforderungen vorbereitet wurden. Besser Koordination und Vorbereitung von Teamterminen. Aber viele Fehler wirken unaufmerksam. Drucke das Dokument aus oder lies es als PDF. Manchmal siehst du Fehler auf Papier besser. Prüfe besonders. Im Deutschen gibt es, wenn dein Computer eine Schrift nicht richtig speichert, können seltsame Zeichen erscheinen. So siehst du, ob alles funktioniert. Du kannst Zeiträume so schreiben oder das Gleiche gilt oft für Ausbildung und Weiterbildung. Beispiel 6/2025. Heute Servicekraft. 3/2022. 5/2025. Büroassistentin. 1/2020. 2/2022. Verkäuferin. Stadt. So sieht die Personalabteilung zuerst deine aktuelle Erfahrung. Lebenslauf mit Datum, aber ohne klare Position. Aber du schreibst nur den Firmennamen. Zum Beispiel 3/2022, 5/2025. City Office GmbH. Der Arbeitgeber weiß nicht, welche Position hattest du? Was waren deine Aufgaben? Besser 3/2022, 5/2025. Büroassistentin. City Office GmbH. Madrid. Jetzt ist die Information vollständig. Du kannst den Ort des Unternehmens nennen. Das ist besonders bei ausländischer Erfahrung hilfreich. Zum Beispiel Global Service, Dubai, Vereinigte Arabische Emirate.
So versteht das deutsche Unternehmen, wo du gearbeitet hast. Du musst nicht die vollständige Firmenadresse schreiben. Stadt und Land reichen meistens. Zum Beispiel. Oder einfach: Wichtig ist, dass der Arbeitgeber deine Rolle versteht. Benutze keine deutsche Berufsbezeichnung, die eine besondere offizielle Qualifikation bedeutet, wenn sie nicht zu deinem Abschluss passt. Manche Lebensläufe beginnen mit einem kurzen Profil. Zum Beispiel: Büroassistentin mit 3 Jahren Berufserfahrung in Terminorganisation, Kundenkontakt und Rechnungsbearbeitung. Gute Englischkenntnisse und Deutschkenntnisse auf Niveau B1. 3 oder 4 Zeilen reichen. Die Informationen müssen zum Rest des Lebenslaufs passen. Aber der Profiltext und die Reihenfolge wichtiger Punkte können angepasst werden. Relevante Informationen stehen weiter oben. Die Bewerbungsmappe prüfen lassen. Du kannst eine Freundin bitten, deine Unterlagen zu lesen. Die Person sollte prüfen: Ist die Struktur klar? Fehlen Daten? Sind die Aufgaben verständlich? Gibt es Rechtschreibfehler? Passt der Lebenslauf zur Stelle? Ist das Foto professionell, wenn eines benutzt wird? Sind alle Dateien vorhanden? Je nach persönlicher Situation kannst du auch Beratung bekommen. Gibt es ein Bewerbungstraining? Oder kann jemand meinen Lebenslauf prüfen? Die Angebote können je nach Ort und Situation unterschiedlich sein. Vielleicht bekommst du Hilfe bei Bewerbungsunterlagen. Du kannst deine Ansprechperson fragen: Gibt es Unterstützung bei der Erstellung eines deutschen Lebenslaufs? Kann ich an einem Bewerbungstraining teilnehmen? Gibt es Hilfe bei Bewerbungsfotos? Ein professionelles Bewerbungsfoto kostet Geld. Du kannst vorher fragen: Wie viele Fotos oder Dateien bekomme ich? Bekomme ich die digitale Datei? Darf ich sie für Online-Bewerbungen benutzen? Kann ich verschiedene Hintergründe wählen? Wird das Foto leicht bearbeitet? Achte auf einen klaren Bildausschnitt. Schneide das Foto sauber zu. Aber wenn die Qualität nicht gut ist, kannst du es weglassen. Eine Bewerbung soll nach Qualifikation bewertet werden. Eine Person wird aus einem geschützten Grund schlechter behandelt. Zum Beispiel wegen Herkunft, Geschlecht, Religion, Alter, Behinderung oder sexueller Identität. Deshalb entscheiden sich manche Menschen bewusst gegen ein Foto. Anonymisiert bedeutet: Bestimmte persönliche Informationen und Fotos werden zunächst nicht gezeigt. Keine Pflicht zum Foto. Du solltest diesen Satz gut kennen. Ein Bewerbungsfoto ist keine Pflicht. Wenn eine Bewerbung ohne Foto abgelehnt wird, kennst du den genauen Grund oft nicht. Das Unternehmen sagt normalerweise nicht: Wir lehnen Sie wegen des fehlenden Fotos ab. Du solltest deshalb nicht automatisch glauben: Ohne Foto habe ich keine Chance. Wichtiger sind passende Erfahrung, klare Zeitangaben, verständliche Aufgaben und vollständige Kontaktdaten. Das Foto aus der Stellenanzeige ableiten. Manche Stellenanzeigen zeigen eine moderne, internationale Unternehmenskultur. Das Unternehmen schreibt vielleicht: Bitte senden Sie uns Ihren Lebenslauf. Ein Anschreiben und Foto sind nicht erforderlich. Dann hältst du dich daran. Andere kleinere Unternehmen erwarten klassische Unterlagen. Aber auch dann ist ein Foto nicht automatisch Pflicht. Klare Daten im Lebenslauf sind dagegen sehr wichtig. Wie lange hast du in einer Stelle gearbeitet? Warst du gleichzeitig in 2 Positionen? Wann hast du dein Studium beendet? Wie aktuell ist deine Erfahrung? Deshalb schreibst du bei jeder wichtigen Station Start und Ende. Dann öffnest du alle Dokumente neu. Du prüfst zuerst das Anschreiben. Richtiger Firmenname
Richtiges Datum? Keine alte Textstelle? Alle Zeiträume? Neueste Stelle oben? Keine unklaren Lücken? Gleiche Schriftart? Foto aktuell und professionell, falls vorhanden? Sind die wichtigsten Zeugnisse dabei? Du prüfst, ist die Datei nicht beschädigt? Sind die Dateinamen professionell? Kann das Dokument auf dem Handy geöffnet werden? Wurde die Unterschrift richtig angezeigt? Sind keine Kommentare aus Word sichtbar? Sind keine persönlichen Notizen im Dokument? Du kannst die Bewerbung an deine eigene E-Mail-Adresse senden. Dann siehst du, wie sie beim Empfänger ankommt. Monat und Jahr bei jeder Station. Foto geprüft oder bewusst weggelassen. Du bekommst vielleicht eine automatische Bestätigung. Vielen Dank für Ihre Bewerbung. Unternehmen, Stelle, Datum der Bewerbung, Ansprechperson, Status, nächster Schritt. So behältst du den Überblick. Spalten. Vielleicht bewirbst du dich auf 10 Stellen. Ohne Liste vergisst du. Wo habe ich mich beworben? Welche Version des Lebenslaufs habe ich gesendet? Wann kam die Antwort? Manche Stellenanzeigen werden später gelöscht. Du solltest die Anzeige speichern. Wenn du zum Vorstellungsgespräch eingeladen wirst, kannst du sie noch einmal lesen. Du siehst dann, welche Aufgaben standen dort? Welche Anforderungen waren wichtig? Welche Fragen könnten kommen? E-Mail. Sehr geehrte Frau Schneider, Emma Brown, du solltest nicht am nächsten Tag anrufen. Gib dem Unternehmen etwas Zeit. Du kannst einmal freundlich nachfragen. Wenn danach weiter keine Antwort kommt, konzentrierst du dich auf andere Bewerbungen. Nimm es nicht immer persönlich. Ein Unternehmen kann sehr viele Bewerbungen erhalten. Aber dokumentiere deine Bewerbung. Vielleicht kommt später noch eine Antwort. Diesmal sind deine Unterlagen klar. Dein Lebenslauf hat alle Daten. Das zeigt, auch eine gute Bewerbung garantiert keine Einladung. Garantieren bedeutet, eine gute Bewerbung verbessert deine Chancen. Aber die Entscheidung hängt von vielen Faktoren ab. Du solltest mehrere passende Bewerbungen senden. Vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Falls möglich, würde ich mich über eine kurze Rückmeldung freuen, was ich bei zukünftigen Bewerbungen verbessern kann. Aber du kannst höflich fragen. Nach einigen weiteren Bewerbungen bekommst du eine E-Mail. Sehr geehrte Frau Brown, gern möchten wir Sie zu einem persönlichen Gespräch einladen. Du liest die Nachricht zweimal. Deine verbesserte Bewerbung hat einen guten ersten Eindruck gemacht. Vielleicht war nicht nur das Format wichtig. Vielleicht passten deine Erfahrung und die Stelle gut zusammen. Aber der klare Lebenslauf hat geholfen, deine Erfahrung schnell zu verstehen. Auf die Einladung antworten. Du antwortest. Sehr geehrte Frau Schneider, vielen Dank für Ihre Einladung zum Vorstellungsgespräch. Emma Brown, wenn der Termin nicht passt, fragst du freundlich nach einer Alternative. Leider kann ich den vorgeschlagenen Termin nicht wahrnehmen. Wäre ein Termin am Donnerstag oder Freitag möglich? Du solltest deine eigenen Daten kennen. Wann hast du bei City Office gearbeitet? Welche Aufgaben hattest du? Warum hast du die Stelle verlassen? Was hast du in der Lücke gemacht? Welche Weiterbildung war besonders wichtig? Wenn im Lebenslauf falsche oder erfundene Daten stehen, bekommst du im Gespräch Probleme. Deshalb ist Ehrlichkeit so wichtig. Die Interviewerin fragt, Sie haben von März 2022 bis Mai 2025
bei City Office gearbeitet. Was waren dort Ihre wichtigsten Aufgaben? Die Daten im Lebenslauf helfen dem Gespräch. Zwischen Juni und Dezember 2025 waren Sie in einem Deutschkurs. War das ein Vollzeitkurs? Du erklärst. Ja. Ich hatte jeden Tag 4 Stunden Unterricht und bereitete meinen Umzug nach Deutschland vor. Das Bewerbungsfoto im Gespräch. Das Foto war nur ein kleiner Teil der Bewerbung. Deine Erfahrung, Antworten und Motivation sind jetzt wichtiger. Eine klassische Bewerbung kann so aufgebaut sein. Ort, Datum und Unterschrift werden häufig verwendet. Ein modernes Unternehmen möchte vielleicht nur keine Zeugnisse in der ersten Runde. Dann sendest du nicht ungefragt 20 Seiten. Du folgst dem Prozess des Unternehmens. Vielleicht werden Zeugnisse später angefordert. Anfordern bedeutet, du bewirbst dich, obwohl keine konkrete Stelle ausgeschrieben ist. Du schreibst dem Unternehmen, welche Art von Arbeit suchst du, welche Erfahrung hast du, warum interessiert dich das Unternehmen? Auch hier brauchst du einen klaren Lebenslauf. Du kannst auf der Internetseite prüfen, ob Initiativbewerbungen akzeptiert werden. Manche Firmen haben dafür ein eigenes Formular. Der Lebenslauf auf XING. Pflegen bedeutet, du hältst die Informationen aktuell. Du trägst neue Berufserfahrung ein. Du kannst aus den Profildaten einen Lebenslauf erstellen oder eine Vorlage nutzen. Aber prüfe das Ergebnis. Automatisch erstellt bedeutet nicht automatisch perfekt. Vielleicht ist eine Reihenfolge falsch. Vielleicht brauchst du ein anderes Design. Aber es muss nicht exakt dasselbe Bild sein. Prüfe die Sichtbarkeit deines Profils. Welche Informationen können andere Personen sehen? Sind alte Arbeitgeber korrekt? Ist dein aktueller Status richtig? Aber falsche oder widersprüchliche Angaben können Fragen auslösen. Eine Person schreibt, der Bewerbungsprozess dauerte 4 Wochen. Ich bekam nach einer Woche eine Einladung. Du erkennst, du suchst nach häufigen Themen. Ist die Kommunikation freundlich? Wie lang dauert der Prozess? Welche Fragen kommen oft? Du benutzt die Informationen zur Vorbereitung. Du lässt dich aber nicht von einer einzelnen Bewertung sofort abschrecken. Auf Kununu oder anderen Plattformen findest du Gehaltsangaben. Du bekommst eine ungefähre Orientierung. Aber das echte Gehalt hängt vom Unternehmen ab. Auch Boni, Urlaubstage, Arbeitszeit und andere Vorteile sind wichtig. Ein Vorteil kann sein, sie sagt, jetzt kann ich deine Erfahrung schnell verstehen. Oben steht dann Berufserfahrung mit Monat und Jahr. Unten Berlin, aktuelles Datum und Unterschrift. Du hast ein professionelles Foto hinzugefügt. Aber Anna sagt, auch ohne Foto wäre der Lebenslauf vollständig. Du verstehst jetzt den Unterschied. Die klaren Inhalte sind notwendig. Oben steht dein Name größer. Du merkst, ein Lebenslauf ohne Foto wirkt nicht automatisch leer. Das Design kann trotzdem schön und klar sein. Du entscheidest für jede Bewerbung bewusst, Foto oder kein Foto, sondern passend zur Anzeige und zum Unternehmen. Du hast jetzt verschiedene Grundversionen. Version 1, Version 2, Version 3. Aber Profil, Reihenfolge der Fähigkeiten und Aufgaben werden angepasst. Du speicherst die Dateien klar.
Du aktualisierst alle Versionen, wenn sich etwas ändert. Du speicherst jede Bewerbung zusammen mit der Stellenanzeige. So weißt du später genau, welche Version du gesendet hast. Dein Ordner kann so aussehen. Unterordner. Im Firmenordner liegen. Diese Ordnung hilft besonders, wenn du viele Bewerbungen schreibst. Du musst nicht 10 Bewerbungen an einem Tag senden. Qualität ist wichtig. Du kannst eine Routine machen. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, am Wochenende. So arbeitest du ruhig und organisiert. Aber fast alle Anforderungen fehlen dir. Du kannst dich trotzdem informieren. Aber vielleicht ist eine andere Stelle realistischer. Realistisch bedeutet, die Chance passt zu deiner Erfahrung. Die erste deutsche Erfahrung. Du hast noch keine Arbeitserfahrung in Deutschland. Das ist eine häufige Situation für neue Menschen. Du kannst deine internationale Erfahrung klar erklären. Übertragbar bedeutet, die Fähigkeit ist auch in einem anderen Land oder Beruf nützlich. Aber prüfe die Bedingungen. Wie lange dauert es? Wird es bezahlt? Welche Aufgaben bekommst du? Lernst du etwas Relevantes? Gibt es am Ende ein Zeugnis? Du kannst es später im Lebenslauf nennen. Zum Beispiel 8 durch 2026, 10 durch 2026. Praktikum in der Verwaltung. Berlin Service GmbH. Datenpflege, Terminorganisation. Unterstützung im Kundenservice. Wie lange hast du dort gearbeitet? Welche Aufgaben hattest du? Wie wurde deine Arbeit bewertet? In Deutschland sind Arbeitszeugnisse oft wichtig. Wenn du ein ausländisches Arbeitszeugnis hast, kann eine deutsche oder englische Übersetzung hilfreich sein. Eine Referenz ist eine Person, die über deine Arbeit sprechen kann. In manchen Ländern stehen Referenzpersonen direkt im Lebenslauf. In Deutschland ist das nicht immer üblich. Du kannst schreiben, Referenzen auf Anfrage. Aber oft ist das nicht nötig. Gib keine Telefonnummer einer früheren Führungskraft ohne Erlaubnis weiter. Darf ich sie als Referenz nennen? Sende sie nur über seriöse Wege. Sende keine Ausweiskopie, wenn sie nicht wirklich notwendig und sicher angefordert wurde. Sei vorsichtig bei Stellenangeboten, die sofort viele persönliche Daten oder Geld verlangen. Ein seriöser Arbeitgeber verlangt normalerweise kein Geld dafür, dass du dich bewerben darfst. Du bekommst eine Nachricht. Sie bekommen sofort 5,000 € im Monat. Keine Erfahrung nötig. Senden Sie Pass, Bankdaten und Geld für die Registrierung. Gibt es eine echte Internetseite? Gibt es ein Impressum? Ist die E-Mail-Adresse professionell? Gibt es echte Kontaktdaten? Zahle kein Geld für eine angebliche Arbeitsstelle. Gib nicht sofort sensible Daten weiter. Die Bewerbung im Copyshop. Du hast keinen Drucker oder Scanner. Du gehst in einen Copyshop.
Dort kannst du Dokumente drucken und scannen. Lass keine Bewerbungsunterlagen am Drucker liegen. Zeugnisse müssen gut lesbar sein. Zeugnisse können oft als Farbscan oder guter Graustufenscan gesendet werden. Wichtig ist, du unterschreibst auf einem weißen Blatt Papier. Dann scannst oder fotografierst du die Unterschrift. Du kannst bei manchen digitalen Bewerbungen auch einfach deinen Namen tippen, wenn keine Unterschrift erwartet wird. Du hast eine gute Vorlage. Aber jedes Mal musst du das Datum aktualisieren. Anschreiben, Lebenslauf, aktuelles Datum am Ende, falls du es verwendest. Ja, andersrum, mein Dateiname. Ein altes Datum zeigt, die Bewerbung wurde vielleicht nicht sorgfältig angepasst. Erstens. Zweitens. Zum Beispiel, beide Arten sind wichtig. Ein Lebenslauf nur mit einem aktuellen Datum am Ende, aber ohne Zeiträume bei den Arbeitsstellen, ist nicht klar genug. Du schaust einen deutschen Musterlebenslauf an. Oben Name und Kontaktdaten. Dann Berufserfahrung, neueste Station zuerst. Danach Ausbildung und Weiterbildungen. Dann Sprachen, Computerkenntnisse und weitere relevante Fähigkeiten. Unten Ort, Datum und optional Unterschrift. Du benutzt diese Struktur als Orientierung. Du kopierst nicht die erfundene Erfahrung der Beispielperson. Du trägst deine echten Daten ein. Wichtig ist 3 durch 2022, 5 durch 2025. Büroassistentin, City Office, Madrid. Termine organisiert. E-Mails bearbeitet. Rechnungen vorbereitet. 9 durch 2017, 6 durch 2020. Ausbildung zur Bürokauffrau. Berufsschule Madrid. Diese Struktur ist einfach und verständlich. Eine kleine Übung. Jetzt machen wir eine ruhige Übung. Ist ein Bewerbungsfoto in Deutschland immer Pflicht? Kann ein professionelles Foto trotzdem benutzt werden? Was ist bei jeder beruflichen Station besonders wichtig? Welche Angabe reicht oft? Welche Station steht normalerweise zuerst? Wie nennt man diese Reihenfolge? Was ist wichtiger als ein schönes Design? Klare, richtige und relevante Informationen. Wo kannst du Muster finden? Zum Beispiel bei Xing, Kununu oder der Bundesagentur für Arbeit. Musst du ein Muster genau kopieren? Du passt es an deine eigene Erfahrung an. Lösung: Monat und Jahr für Beginn und Ende ergänzen. Fehler Nummer 2. Die älteste Stelle steht oben. Lösung: Die neueste Erfahrung zuerst nennen. Fehler Nummer 3. Das Bewerbungsfoto ist ein Urlaubsfoto. Lösung: Professionelles Foto benutzen oder das Foto weglassen. Fehler Nummer 4. Der Firmenname im Anschreiben ist falsch. Lösung: Fehler Nummer 5. Lösung: Kontaktdaten vor dem Senden aktualisieren. Fehler Nummer 6. Sprachkenntnisse oder Erfahrungen werden übertrieben. Lösung: Ehrlich und konkret formulieren. Checkliste vor dem Senden benutzen. Lösung: Eine Adresse mit Vor- und Nachnamen erstellen. Fehler Nummer 8. Zu viele Schriftarten und Farben. Lösung: Ein ruhiges, einheitliches Design benutzen. Fehler Nummer 9. Der Lebenslauf ist 5 Seiten lang.
obwohl wenig Erfahrung vorhanden ist. Lösung: Fehler Nummer 10. Lösung: Fehler Nummer 11. Lösung: Fehler Nummer 12. Die PDF wurde nicht geöffnet und kontrolliert. Lösung: Jede Datei vor dem Senden prüfen. Ich möchte meinen Lebenslauf an deutsche Standards anpassen. Ist ein Bewerbungsfoto für diese Stelle erforderlich? Nehmen Sie auch Bewerbungen ohne Foto an? Welche Unterlagen soll ich einreichen? Benötigen Sie eine Übersetzung meiner Zeugnisse? Soll ich Anschreiben und Lebenslauf als eine PDF senden? Gibt es eine maximale Dateigröße? In welcher Sprache wünschen Sie die Bewerbung? Kann ich mich über Ihr Online-Portal bewerben? Wer ist die Kontaktperson für diese Stelle? Fragen an eine Freundin oder einen Kollegen. Kannst du bitte meinen Lebenslauf prüfen? Sind die Zeitangaben klar? Verstehst du meine beruflichen Aufgaben? Ist die Reihenfolge richtig? Soll ich das Foto lieber weglassen? Gibt es Rechtschreibfehler? Passt mein Lebenslauf zur Stellenanzeige? Ist das Anschreiben zu lang? Sind alle Anlagen vorhanden? Wie soll ich meinen ausländischen Abschluss nennen? Brauche ich eine Anerkennung? Welche Zeugnisse sind wichtig? Wie erkläre ich eine Lücke im Lebenslauf? Soll ich ein Bewerbungsfoto verwenden? Wie gebe ich mein Deutschniveau an? Ist mein Lebenslauf zu lang? Kann ich eine aktuelle Vorlage bekommen? Gibt es ein Bewerbungstraining? Wie kann ich meine internationale Erfahrung besser zeigen? Du hast deine Unterlagen verbessert. Du findest eine neue Stelle. Büroassistentin bei Berlin Service GmbH. Du liest die Anzeige genau. Gefordert werden. Du passt dein Profil an. Büroassistentin mit 3 Jahren Erfahrung in Terminorganisation, E-Mail-Bearbeitung und Kundenkontakt. Sehr gute Englischkenntnisse, Spanisch als Muttersprache und Deutsch auf Niveau B1. Du entscheidest, es zu benutzen. Bei einer anderen Firma steht: Wir freuen uns über eine Bewerbung ohne Foto und persönliche Angaben, die für die Stelle nicht relevant sind. Du verstehst, es gibt nicht nur eine Lösung für jede Bewerbung. Nach 5 Tagen kommt eine E-Mail. Sehr geehrte Frau Brown, vielen Dank für Ihre übersichtlichen Bewerbungsunterlagen. Gern möchten wir Sie zu einem ersten Gespräch per Video einladen. Das Wort übersichtlich freut dich. Dein beruflicher Weg war klar. Die Personalabteilung konnte schnell sehen. Deine Unterlagen haben deine Fähigkeiten gut dargestellt. Was wirklich geholfen hat, war es nur das Foto? Vielleicht hätte die Bewerbung auch ohne Foto funktioniert. Was hat geholfen? Und natürlich, deine Erfahrung passte zur Stelle. Wie sieht die Bewerbung aus? Inhalt bedeutet, welche Erfahrung und Fähigkeiten stehen darin? Eine gute Form hilft dem Arbeitgeber, den Inhalt schnell zu verstehen. Deshalb brauchst du beides. Du musst kein Designer sein. Es ist einige Monate später. Du hast eine neue Arbeit gefunden. Am ersten Tag sitzt du in einem deutschen Büro. Deine neue Kollegin fragt: Wie war deine Jobsuche? Du sagst: Am Anfang war mein Lebenslauf nicht gut an den deutschen Markt angepasst. Sie fragt: Was war anders? Du erklärst: Bei meinen Arbeitsstellen fehlten die Monate und Jahre. Die Reihenfolge war unklar. Ich dachte außerdem, dass ein Bewerbungsfoto immer Pflicht ist. Das denken viele Menschen. Du antwortest: Dann habe ich aktuelle Muster angesehen. Ich habe meinen Lebenslauf klarer gemacht. Ich habe jede Station mit Monat und Jahr geschrieben.
Ich habe nur relevante Informationen benutzt. Und das Foto? Fragt sie. Du sagst, bei manchen Bewerbungen habe ich ein professionelles Foto benutzt. Bei anderen habe ich kein Foto benutzt. Ich habe immer die Stellenanzeige geprüft. Damals warst du sehr enttäuscht. Heute weißt du, eine Absage ist nicht das Ende. Sie kann ein Moment zum Prüfen und Lernen sein. Jetzt sind wir fast am Ende. Du hast heute viele neue Wörter gehört. Vielleicht erinnerst du dich nicht an jedes Wort. Das ist völlig in Ordnung. Du musst heute nicht alles behalten. Vielleicht öffnest du morgen deinen Lebenslauf. Dann siehst du eine Arbeitsstelle ohne Datum. Du erinnerst dich. Vielleicht denkst du, ich habe kein Bewerbungsfoto. Ist meine Bewerbung jetzt unvollständig? Dann erinnerst du dich. Vielleicht benutzt du eine Vorlage von Xing. Dann prüfst du jede Information. Vielleicht liest du einen Artikel auf Kununu. Dann vergleichst du ihn mit weiteren aktuellen Quellen. Vielleicht siehst du eine lange Lücke. Dann erklärst du sie kurz und ehrlich. Vielleicht möchtest du die Bewerbung sofort absenden. Dann stoppst du kurz. Du öffnest deine Checkliste. Firmenname, Kontaktperson, Stellenname, Datum, Lebenslauf, Zeiträume, Zeugnisse, Anhang, PDF, Dateiname. Alles richtig? Dann kannst du senden. Atme noch einmal ruhig. Atme ruhig ein und langsam wieder aus. Du bist neu in Deutschland. Du musst nicht alle Bewerbungsregeln sofort kennen. Du darfst Muster benutzen. Du darfst Fragen stellen. Du darfst deinen Lebenslauf von einer Freundin prüfen lassen. Du darfst eine Bewerbungsberatung nutzen. Du darfst einen Lebenslauf ohne Foto senden. Du darfst ein professionelles Foto verwenden. Du darfst mehrere Versionen erstellen. Du darfst nach einer Absage deine Unterlagen verbessern und es noch einmal versuchen. Die wichtigsten Regeln sind einfach: lies die Stellenanzeige genau. Benutze einen klaren Lebenslauf. Schreibe bei jeder Station Monat und Jahr. Setze die neueste Erfahrung nach oben. Beschreibe deine Aufgaben kurz und konkret. Bleibe ehrlich. Benutze ein einheitliches Design. Prüfe deine Kontaktdaten. Passe das Anschreiben an. Sende wichtige Zeugnisse. Kontrolliere die PDF. Vergiss den Anhang nicht. Das Bewerbungsfoto ist freiwillig. Wenn du ein Foto benutzt, sollte es professionell und aktuell sein. Wenn du kein gutes Foto hast, kannst du es weglassen. Lebenslauf, Anschreiben, Bewerbungsfoto, Berufserfahrung, Zeitraum, Ausbildung, Zeugnisse, Anlagen, Stellenanzeige, Vorstellungsgespräch. Diese Wörter sind jetzt nicht mehr völlig fremd. Du hast sie gehört. Du hast sie in vielen Situationen gesehen. Du hast sie wiederholt. Beim nächsten Mal werden sie noch vertrauter sein. Danke, dass du heute dabei warst. Danke, dass du dir Zeit für dein Deutsch genommen hast. Du hast heute nicht nur neue deutsche Wörter gelernt. Du hast auch gelernt, wie du eine klare Bewerbung für den deutschen Arbeitsmarkt vorbereiten kannst. Eine Stelle nach der anderen.
Eine Bewerbung nach der anderen. Eine Verbesserung nach der anderen. Bis bald. Und denk daran, ein Foto ist freiwillig. Klare Daten sind wichtig. Deine Erfahrung soll schnell und einfach zu verstehen sein.